Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe die neue Liste von Strider bereit. Für die Leute, die es nicht wussten, wir führen ja monatlich eine Liste mit den top besten Spielern. Und jetzt ist ja wieder ein neuer Monat angebrochen. Strider hat wieder die aktuelle Liste aktualisiert vom letzten Monat. Und wir werden reinschauen, wer diesmal an der Spitze steht. Ja, des Weiteren habe ich noch eine kleine Information für euch. Und zwar über meinen Discord-Server. Ja, für die Leute, die es noch nicht wussten, ich besitze ja einen Discord-Server, speziell ja, über Shakes and Fidget, aber auch über meine Videos und so weiter und so fort. Und da kriegt ihr immer alle Informationen sehr schnell mit, wenn ein neues Video online ist oder ein neuer Livestream stattfindet. Da kommt ihr immer direkt dann auf die Links drauf. Und ja, den Discord könnt ihr auch nutzen, um jetzt vielleicht für den neuen Server Gilden zu finden. Ja, dann gibt es hier bei Shakes and Fidget so eine kleine Rubrik Gilden und Spielersuche. Ja, ihr könnt Fragen stellen, falls euch irgendwas interessiert. Und jetzt seit neuestem haben wir auch einen neuen Channel hier bei der Rubrik Shakes and Fidget. Ne? Und hier wurde heute sehr, sehr viel gemacht. Der wurde extra neu eingefügt, um die Qualität des Servers ein bisschen zu heben, ja, um ein bisschen ja, das besser zu gestalten und vor allen Dingen für Anfänger den Einstieg ins Spiel auch zu erleichtern. Und da gehen ganz liebe Grüße raus an The Pet is My, der hier seit gestern der neueste Mod ist im Team und sich sehr viel Mühe gegeben hat beim Erstellen dieser Rubrik. Vielen lieben Dank, Grüße gehen an dich raus, Dankeschön für die enorme Arbeit, die du hier gemacht hast. Und wenn ihr hier durchscrollt in der Rubrik, dann könnt ihr über alles mögliche Tipps und Tricks ja, hier rüber gehen und einfach ja, danach suchen, was euch so interessiert. Und das erleichtert euch den Einstieg ins Spiel auch enorm. Der Link zum Discord-Server, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist der erste Link. Da klickt ihr drauf und dann kommt ihr direkt zu meinem Discord-Server. Und ja, hier werdet ihr dann herzlich willkommen. Ansonsten ja, gibt es ja auch einen normalen Chat und ihr könnt euch über alles andere unterhalten. Aber ihr könnt halt auch, wie unter meinen Videos, die Kommentarsektion könnt ihr auch nutzen, um euch ja, gegenseitig zu helfen oder vielleicht Gilden zu suchen oder Spieler zu suchen. Also oder ihr gründet eine neue Gilde und wollt das als Plattform nehmen, um ja, Leute ja, zu finden, zu suchen, dann könnt ihr das immer sehr gerne machen. Die Kommentare sind dafür auch offen. Wie gesagt, hier gibt es auch eine eigene Rubrik dafür. Ja, das mal dazu. Ansonsten ist mein Discord-Server seit gestern auch seit neuestem ein Community-Server geworden. Ja, das hatte ich mal eingerichtet gehabt. Das heißt, man kann noch mehr coole Sachen machen. Und es gibt jetzt auch so einen Ankündigungs-Channel hier. Das ist der Channel, wo immer meine ganzen Videos gepostet werden. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier oben auf das Symbol Folgen zu klicken. Und dann wird auf eurem Discord-Server, falls ihr einen haben solltet, wird dort auch eine Rubrik geschaffen, wo dann quasi meine Ankündigung bei euch auf dem Discord dann ja, auch wieder gespielt werden. Falls ihr das machen wollt und mich supporten wollt und ich mich auf euren Discord breit machen soll, dann könnt ihr da sehr gerne auf dieses Folgen drücken. Das würde mir auf jeden Fall auch sehr helfen. Ansonsten, wie gesagt, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für jeden, der hier drauf ist. Und ja, Grüße nochmal ganz speziell an The Pet is My, der hier wirklich sehr viel ja, Arbeit hier reingesteckt hat. Ne? Das wird auch nach und nach immer noch weiter ausgebaut werden. Gut. Wir labern gar nicht weiter lange rum. Ich zeige euch jetzt mal die Liste, die mir Strider wieder zukommen lassen hat. Ja, ich muss euch gleich dazu sagen, dass es diesmal nicht die exakt selbe Liste ist wie beim ersten Mal, sondern es da ein paar leichte Unterschiede gibt. Beim ersten Mal haben wir ja noch die ganzen Stat-Punkte und sowas alles gesehen von den verschiedenen Spielern. Die sind jetzt diesmal nicht mit dabei, da Strider wohl momentan so ein bisschen was an seinen Listen oder so umstellt und dort irgendwie neue Features mit Ma, der ja diese ganzen Tools und ganzen Listen und sowas entwickelt,
da irgendwas, ja, weiß ich nicht, noch irgendwas dran rumschrauben oder so und deswegen das jetzt nicht hundertprozentig oder so verfügbar ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, ja. Was ich euch aber zeigen kann, ist die Liste hier, und zwar hat der Strider trotzdem sich nicht lumpen lassen und hat hier ein Tournament-System erstellt mit den Top-Spielern momentan drauf und hat diese Leute immer und immer und immer wieder gegeneinander antreten lassen, ja, und zwar, um genau zu sein, 250.000 Mal im Turniermodus, das heißt quasi, ja, dann fliegt einer denn nach dem anderen raus und dann kann man das quasi hier so, ja, simulieren in der internationalen Ehrenhalle. IHOF, falls ihr den Begriff schon mal gehört haben solltet, heißt International Hall of Fame auf Englisch, auf Deutsch heißt halt internationale Ehrenhalle. Ja, und hier sieht man halt nach Punktesystem, wer hier in der Ladder ganz oben steht. Ne, was ganz schönes, kleines Detail hier noch, dass jetzt auch die Server hier direkt unterstehen unter den Leuten, die jetzt hier halt dran teilnehmen. Das sind jetzt die Top 31, ja. Und wenn man das Ganze hier weitergeht, das ist das Bild Nummer 2, nach Tournament-System, hier gibt es dann nur bis zu dem Spieler 20, kann man ein bisschen schlecht erkennen hier auf dem Bild. Ja, und man sieht, der Saif, ja, ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen, ist hier mit den meisten Statpunkten, ja, das ist ja auch der höchste Goldspieler, also der Spieler, der am meisten Statpunkte momentan in Shakes & Fidget hat, ist hier auf Platz 1. Vertreten oder auch gefolgt von Viper auf Platz 2. Wir waren übrigens in beiden Accounts schon mal drin, was ich auch sehr nice fand. Ja, und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Angelegenheit. Ne? Bei Saif waren wir jetzt momentan gerade, es ist glaube ich ein Monat her oder so, also da waren wir kürzlich erst drin gewesen. Bad News Run immer noch in den Top 10 vertreten hier, ja, immer noch weiterhin Tournament-System, also jeder kämpft hier quasi, ja, um Points halt jetzt in den Top 10. Dann haben wir hier einmal die Top 5. Da sehen wir schon weiterhin Viper und Saif hier auf Platz 1 und 2. Hier Strider auf Platz 4 momentan. Nachteule hier auch von S13 auf Platz 3. Und dann haben wir hier die letzte Statistik, wo Saif halt auf Platz 1 ist, nochmal im Tournament-System. Da ist halt vorher denn der Viper wohl ausgeschieden. Strider auf Platz 2, die Nachteule auf Platz 3 momentan. Ja, nach 250.000, okay, das sind ein paar mehr nur. Ich glaube, zum Anfang waren es nur 250.000, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall Saif hier weiterhin auf Platz 1 in der internationalen Ehrenhalle. Wir vergleichen das nochmal mit hier. Hier ist er momentan auch auf Platz 1, was aber nicht immer der Fall ist, weil manchmal ist der Spieler halt auch nicht da, weil der Saif jemand ist, der halt sehr viel in sein Main-Attribut steckt und deswegen als Magier sowieso ein bisschen schwankt, vielleicht auch in der Ehrenhalle und mal den einen oder anderen Tag nicht da ist. Ja, das heißt, dass er vielleicht auf seinem Server Platz 2 ist und jemand anders denn in der Ehrenhalle ist zu dem Zeitpunkt, ist ja bei mir genauso. Wenn bei mir hier in der Liste jemand zu dem Zeitpunkt, und das ist 18 Uhr, auf Platz 1 ist, um dann halt in die IHOF zu kommen, dann ja, kann das auch ein schwächerer Spieler sein, wenn er sich aber gegen Saif zu dem Zeitpunkt durchgesetzt hat, von der Ehre her, dann ist er halt in der Ehrenhalle so, ne? Und deswegen, ja, ist das hier immer von den Statpunkten her, sind nur die Leute drin, die halt auch wirklich am stärksten sind von den Servern. Da können auch 2 Leute von einem Server sein, ja, die halt gegeneinander antreten, was sonst nie passieren würde. Zum Beispiel hier haben wir hier den Meister und Don Zeus, die hier beide auf S6 spielen, ne? S6 ist natürlich nicht zweimal vertreten in der internationalen Ehrenhalle, ne, sondern nur einer von S6. Und das ist jetzt momentan Meister, weil 2 können nicht auf einen Server, ne, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen hier ist es halt so, dass halt jeder dabei ist, der halt von den Statpunkten her am höchsten ist. Ja, ansonsten Saif momentan hier auf Platz 1. Ich verlinke euch nochmal das Video zu dem Account. Ja, wir waren ja, also der Saif, der Matze hat uns ja angeboten gehabt, mal bei ihm reinzuschauen in seinen Account und wir waren quasi in seinem Account drinne gewesen und davon gibt es ein Video auf YouTube, wer es nicht gesehen haben sollte. Es ist der zweite Link in der Videobeschreibung, der erste führt zu meinem Discord, der zweite führt dann zu dem Video, wo wir im Account vom guten Saif drinne sind, den besten
Goldspieler mit den höchsten Stats momentan in Shakes and Fidget und auch momentan Platz 1 in der internationalen Ehrenhalle. Ja, also ziemlich interessant, wer das verpasst haben sollte, unbedingt nachgucken. Ne, sehr sehenswert auf jeden Fall und hat auch gutes Feedback bekommen. Ich hatte das Video hier sogar nochmal aufgeschlagen, hatte es jetzt vergessen euch zu zeigen. Also das ist das Video, das werde ich euch dann verlinken. Und jo, das soll es dann auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ja, ihr konntet aus dem Video ein bisschen was mitnehmen, war ein bisschen interessant gewesen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.